So, damit willkommen zu einer neuen Serie, die ich starten möchte. Das ist The Police, habe ich schon mal angespielt. Das gefällt mir sehr, vor allem gefällt mir die Stimme des Polizeichefes sehr gut. Diese ruhige Stimme, auch dass er ein alternder Gentleman ist, quasi. Wir werden die Story spielen. Ich fange ein neues Spiel an. Ja, das andere war nur mal so anzocken. Ich weiß, ich habe aktuell noch Alien und Inside laufen, allerdings ist es jetzt nachts um 12:30 und ich habe weder auf das eine noch das andere Lust. Deswegen werde ich ab und zu mal vielleicht eine Folge des The Police einstreuen. Dieser Titel ist, wie so oft, ein Titel, den ich auf Steam gefunden habe. Ich bin Polizeichef einer kleineren Stadt und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, gehe ich bald in Pension und werde quasi korrupt, um meine Rente ein wenig aufzubessern. So Bürgermeister Rogers, Süchtiger auf der Bitte von Bürgermeister Rogers. Mark War 2 wird in Freeburg, genauso heißt die Stadt, noch am Tag vor der Weltpremiere gezeigt. Stadt bestätigt Gerüchte um Jack Boyds Rücktritt. Genau, ich bin Jack Boyd und ich trete zum... Ich weiß nicht, ich habe ein paar Tage Zeit, um ein bisschen Geld anzuhäufen. Also ich trete bald zurück. Aber ich möchte nicht zu viel vorweggreifen. Wir lassen einfach die Geschichte auf uns wirken und ich tue so, als wäre es das erste Mal. Ich habe auch nicht viel angefangen. Ich habe, glaube ich, die ersten 5 oder 6 Tage gespielt. Hier werde ich auch nicht unterbrechen, weil ich das wirklich mag, die Erzählstruktur. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Die Pressekonferenz startet. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Da stürzen wir uns auch in die Pressekonferenz. Guten Morgen. Gestern hat das Büro des Bürgermeisters offiziell ihren Rücktritt verkündet. War das eine Überraschung für Sie oder wussten Sie vorab davon? Stimmt, es war so, dass der Bürgermeister mich quasi zum Rücktritt gedrängt hat. Na komm, ich gebe heute den Netten. Okay. Nach dem jüngsten Korruptionsskandal hat ihr Stellvertreter Francis Kendrick angekündigt, bald freiwillig zurückzutreten. Wenn der Bürgermeister ihm ihren Posten anbieten würde, könnte das seine Meinung ändern. Vielleicht. Klingt durchaus möglich, wenn er den Eindruck hätte, dass die neue Position ihm dabei helfen könnte, der Stadt noch eine Weile zu dienen. Obwohl Kendrick freigesprochen wurde, glauben immer noch viele, dass die Polizei mit der Mafia zusammenarbeitet. Können Sie etwas dazu sagen?
Wenn es der Polizei hilft, kein Kommentar. Bullshit. Entschuldigung, aber das ist Bullshit. Die Mafia und die Polizei sollen zusammenarbeiten, vielleicht. Wenn wir auch noch mit Aliens verbindet. Die Mafia, das ist ein Haufen niederträchtiger Krimineller. Will hier jemand noch eine ernste Frage stellen? Glauben Sie, dass Ihre persönliche Beziehung zum Bürgermeister der Grund für Ihren früher... Natürlich können Sie das sein. Persönliche Beziehungen sind immer wichtig, egal was man danach baut mag. Sehr schöne Antwort. Danke. Okay, ich bin durch. How's the back today, Mr. Boy? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Ganz besonders den nicht. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. Klingt ein bisschen britisch. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Oh, sehr schön und sehr I nett. won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet. 180 Tage, genau, ein halbes Jahr war das. And you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Stimmt, jetzt könnte ich mich entscheiden, ob ich mehr oder weniger für die Mafia arbeite bei allen möglichen Sachen oder ob ich sauber bleibe. You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. Ja, natürlich hat er ein Problem mit mir, so war das ja. Okay, die Vorgeschichte nimmt jetzt knapp 11 Minuten in Anspruch, sehe ich gerade. Sorry dafür. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Natürlich einer seiner Freunde. Stimmt, der war nämlich auch relativ korrupt. Oh, schön. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Interracial für alle. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Star? Yes? Go fuck yourself, Star. Auch schön große Handys, alte Telefone. Leiter des Kulturresorts besitzt Villa in Italien. Jack Boyd zurücktritt, hat keinen Einfluss auf Francis Kendricks Entscheidung, sich aus der Polizei zurückzuziehen, und Jack Boyd glaubt Unstimmigkeit mit Bürgermeister seinen Grund für seine Entlassung. Cops don't use the police station cafeteria anymore.
There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Ich bin 60 Jahre alter Polizeichef, der nur wenige Monate im Ruhestand entfernt ist. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich meinen Job zu erledigen habe. Ja, komm. Da auch das die erste Folge ist oder die ersten Folgen werden, vielleicht einige das Spiel noch nicht kennen, werde ich diese Variante wählen, obwohl ich schon die Grundlagen kenne. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, 7 Tage oder 8 Tage gespielt. Lässt sich aber ziemlich lustig an. Die Freeburger Polizei ordnet bevorstehende Arbeitsanweisungen in Schichten für heute und morgen ein. In jeder Schicht reagieren Polizisten auf laufende Verbrechen. Die Detectives fahren mit Ermittlungen fort. Sie können angestellte problemlos von einer Schicht in die andere versetzen. Alle Polizisten und Detectives verfügen über eine Reihe wichtiger Eigenschaften. Professionalität zeigt den gesamten Effizienzlevel genau des Polizisten an. Ein Wert von 150 stellt Durchschnitt dar. Alle Polizisten darunter sind nicht gänzlich zuverlässig, während mit einem deutlich höheren Wert in ihrer Professionalität grundsolide sind, selbst wenn das hart auf hart kommt. Der individuelle Wert an Professionalität kann im Laufe einer Karriere steigen oder sinken. Stimmt, welche Aufgaben erfolgreich absolviere oder nicht. Energie zeigt an genau, wie aktiv oder wie effizient der Polizist ist. Je weniger Energie ihre Leute haben, desto weniger zuverlässig ist ihre Arbeit und ein erschöpfter Polizist könnte am Steuer einschlafen oder einen schwerwiegenden Fehler bei der Arbeit machen. Ihre Angestellten verlieren einen Punkt der Energie nach jedem Arbeitstag, erhalten einen neuen Punkt nach jedem Tag Ausruhen. Das heißt also, wenn ich Polizisten von der einen in die andere Schicht schiebe, sinkt ihre Energie und sie können sich halt nicht ausruhen und das vermehrt die Chance, dass sie Verfehlungen haben. Meine Angestellten erzählen ihnen nicht alle. Einige zusätzliche Eigenschaften sind versteckt. Zum Beispiel sind manche Polizisten faul und werden sich alle möglichen Ausreden ausdenken, um ihren freien Tag zu bekommen, während andere gern über den Durst trinken. Sie können über solche Dinge nur spekulieren, sollten aber ihre eigenen Schlüsse aus dem Verhalten ihrer Angestellten ziehen können. So, hier 100. Kann ich die irgendwie austauschen? Hier 5. Ja, ihr geht wahrscheinlich bald in Ruhestand. Stimmt, und ich konnte mir Musik aussuchen. Das ist auch schon ein paar Tage her, da ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, nimm mal den Zigarrenstummel weg. Auf Notrufe reagieren ist die Grundlage aller Polizeiarbeit. Sie werden Polizisten zum Tatort schicken müssen, bevor die Zeit abläuft. Eine Markierung auf der Karte zeigt an, von wo der Anruf eingegangen ist. Je weiter der Weg das Ziel von der Polizeiwache entfernt ist, desto länger werden ihre Beamten dorthin brauchen, umso länger werden ihre Leute unabkömmlich für neue Jobs sein. Die einfachste Methode, um die Schwierigkeit einer Aufgabe festzustellen, ist zu überprüfen, wie viele Einheiten sie losschicken können. Je mehr Einheiten sie schicken können, desto größer die zu erwartende Gefahr. Besonders risikoreiche Missionen geben ihnen die Möglichkeit, ein SWAT-Team zu schicken, stimmt. Aber dies muss von wenigstens einem regulären Polizisten begleitet werden. Die Anzahl der Plätze ist nicht das Einzige, was Sie beachten sollten. Alle verfügbaren Informationen von der Lage des Tatorts zum Fallensein von Waffen und so weiter. All das kann Ihnen sagen, wie ernst Sie den Fall jeweils nehmen sollen. Eine Mission kann auf den ersten Blick einfach aussehen, sich aber als in ein Schlachthaus verwandeln. Oder es kann ein ernster Anruf hereinkommen, der sich als falscher Alarm herausstellt. Ein verhärtetes Paar kam aus einem Supermarkt und sah auf dem Parkplatz, wie ein Wagen rückwärts einen Obdachlosen anfuhr, der in einer Mülltonne gewühlt hatte. Der Fahrer sprang erst heraus, um zu helfen, stieg dann schnell wieder ein und fuhr weg. Nachdem er gesehen hat, dass er den Obdachlosen erwischt hat. Da werde ich jetzt mal Purdy schicken und zur Begleitung Price, damit der ein bisschen steigt, bevor ich den bald kündige, vermutlich. Also ich meine, 5 geht gar nicht. Ich hätte Austin oder Asano schicken sollen, dass die auch steigen. Last Picture Showkino.
Ein Kinomanager berichtet, dass ein betrunkener Mann während der Vorstellung von Citizen Kane versucht habe, einen Schriftzug Rosebud verzierten Snowboard den Eintritt zum Kino zu erzwingen. Er griff den Kassierer gewalttätig an, derzeit kämpft der Mann mit dem Sicherheitspersonal des Kinos. Meine Strategie war es in der Regel, einen wirklich guten und einen weniger guten zu schicken, wenn es sich so anlässt, als könnte man das machen, damit wir Erfahrung sammeln und eine relative hohe Chance haben, erfolgreich abzuschließen. Das war, glaube ich, das Geld, das ich mir privat beiseite geschafft habe. Fahrerflucht. Wenn alles gut läuft, verhaften die Polizisten die Kriminellen und niemand stirbt. Aber die Wahrheit ist, dass die Kriminellen manchmal entkommen können, versuchen sie vor allem tote Polizisten und Zivilisten zu vermeiden. Tote Polizisten werden dem Team schwächen und tote Bürger ärgern den Bürgermeister sogar noch mehr als Lebende. Einfach, der Täter gefasst, Beamte unversehrt. Toppi. Was will man mehr? Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Toppi. So, die Aufnahme dauert jetzt schon knappe 18 Minuten. Ohne dass überhaupt was groß passiert ist. Johnson, Jung und Katz. Ein Bruder und eine Schwester über das Testament ihres gerade verstorbenen Vaters in Streit. Einer der im Weltweit erklärt, wir trauen uns nicht, sie zu trennen, und heute Abend hat der Nachtwächter des Krankenhauses frei. Drei mit einer Schrotflinte bewaffnete Teenager haben eine Videothek überfallen. Sie sind mit der gesamten Sammlung am Pornofilm geflohen. Die Täter flohen in mein Auto, aber der Leiter der Videothek konnte das Kennzeichen notieren. Kann ich irgendwie schließen? Ich würde gerne warten, bis sie hier zurück ist. Ja, das kann ich machen. Sehr gut. Würde ich nämlich tatsächlich da meine beiden Besten schicken. Aber gerade bei bewaffneten Sachen ist es immer relative Gefahr, ohne Erfahrung zu fahren. Oh, Ghetto. Ein Passant gesehen, wie ein paar Teenager einen älteren Musiker angriffen und damit seiner Gitarre und seinem Geld wegrannten. Schauen, wie weit ich es hinauszögern können, bis die beiden wieder da sind. Täter gefasst, Beamte unversehrt. Top. Kann mich Pearly die Ermittlung leiten. 3, 7, ja. Wenn Ihre Polizisten nicht sicher sind, wie sie vorgehen sollen, können Sie sie kontaktieren und fragen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Versuchen Sie möglichst, sich um alles zu kümmern, was anfällt, aber verschwenden Sie nicht all Ihre Zeit darauf. Sie haben genügend andere Probleme zu erledigen. An die Tür. Ha! Richtige Entscheidung. Nee, passt nicht mehr. Das müssen wir leider die drei nur schicken. Jetzt sind sie verfügbar. Naja. Und mein Rollo geht drunter. Ja, war klar, dass sie entkommen sind. Und damit hat Price alles, was er gewonnen hat, auch gleich wieder verloren. Wenn Sie glauben, dass am nächsten Tag ein paar extra Leute brauchen, können Sie jedem Polizisten befehlen, zur Arbeit zu kommen und Überstunden zu machen. Aber wenn Sie ohne Pause durcharbeiten, werden Sie deutlich erschöpfter sein und dann wird zwangsläufig jemand einen Fehler machen. Brauche ich aktuell nicht. Deswegen beenden wir einfach den Tag. Used to be when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, Scheint ein gebrochener Mann zu sein. wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law.
And I know that at a certain point, every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. Half? Eine halbe Million? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never Das knew heißt, you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. das heißt also, stimmt, ich konnte mich entscheiden, ob ich wirklich korrupt werden will oder ob ich einfach nur saubere Polizeiarbeit mache. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Sand war, glaube ich, der Mafia-Boss. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. Ja, stimmt, der ist die The Meinung. people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission. And his whole family paid the price. Schön an Weihnachten In offensichtlich. 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. Ist das And bitter. Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have. Okay, alles klar, er will's auch nicht. Wir werden mal schauen, am Ende des Tages. Speicherpunkt, sehr gut. Francis Kendrick kündigt vorgezogenen Ruhestand an, Bau eines Kinomuseums erneut verschoben und legendärer Sänger Gennaro Crespo kommt nach Freiburg. Ich werde an dieser Stelle beenden und für ihn, den es interessiert, wie es weitergeht. Ich meine, nach 25 Minuten schauen ist man vielleicht auch etwas müde. Bitte, lasst mich wissen, ob ich denn korrupt werden soll oder ob ich versuche, den geraden Weg zu gehen. Also tatsächlich versuche, alle möglichen Verbrechen aufzuklären, um so an meine Boni zu kommen. Bei welchem ich nicht irre, wird mich Sans sehr zeitnah kontaktieren und mich um, nennen wir es mal, Gefallen bitten. Ich werde zeitnah, glaube ich, keine neue Folge aufnehmen, weil ich das kaum schaffe. Ihr habt also ein paar Tage Zeit, um mir zu melden, wie ihr es gerne hättet. Ich bin auf euch angewiesen. Ich tendiere eher zum legalen Weg. Man weiß es aber nicht, vielleicht überzeugt ihr mich ja. Deswegen, bis bald. Und ich freue mich, von euch zu hören. Tschüss.